Die gefährlichsten Bundesstaaten zum Leben in den USA, Orte, an denen man seinen Ruhestand verbringen kann, bieten ein erfülltes Leben, Immobilientipps. Wir alle möchten frei in einer sicheren Gesellschaft leben, die uns alle Freuden des Lebens ohne all die Gefahren bietet. Das ist leichter gesagt als getan, da es so viele Faktoren gibt, die dazu führen können, dass ein Ort als unsicher eingestuft wird. Die folgenden Bundesstaaten gehören zu den sichersten Bundesstaaten zum Leben, basierend auf den folgenden Faktoren: Kriminalitätsrate, Naturkatastrophen, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Kriminalitäts- und Strafverfolgungsdaten des FBI, Gewaltverbrechen, Mord, Todesfälle durch Schusswaffen, schwere Körperverletzung pro Kopf, Eigentumsdelikt, Polizeimitarbeiter pro Kopf, Terroranschlag, Massenerschießungen, Vergewaltigung pro Kopf, Rob pro Cops, Hassverbrechen, Arbeitslosenrate, Schulden pro Einkommen, Armutsrate, DUIs pro Kopf, Verkehrssicherheit, Sonstiges. Amerikaner sagen, dass die Kriminalitätsrate in der Nähe ihres Zuhauses gefährlicher wird. Berücksichtigen Sie diese Dinge unbedingt, wenn Sie entscheiden, wo Sie leben möchten. Bedenken Sie die Risiken, die statistisch gesehen in Ihrem Bundesstaat bestehen. Ergreifen Sie dann Maßnahmen, um diese Risiken zu mindern. Verlangsamen Sie unbedingt die Einstellungen für die Videogeschwindigkeit, wenn Sie das Video langsamer ansehen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gefällt mir für den YouTube-Algorithmus, um den YouTube-Algorithmus zu beschleunigen und mich dabei zu unterstützen, mehr Inhalte für Sie zu erstellen. Hier sind die gefährlichsten Bundesstaaten zum Leben in den USA. Louisiana. Louisiana ist der gefährlichste Bundesstaat in den USA, da er die höchste Gewaltkriminalitätsrate und die höchste Mordrate von 14,4 Morden pro 100.000 Einwohnern aufweist, insbesondere in Städten wie New Orleans und Baton Rouge. Louisiana hat ein hohes Risiko für Hurrikane und andere Naturkatastrophen, eine geringe Notfallvorsorge, hohe Arbeitslosenquoten, viele Mobbingvorfälle, viele Morde, viele Vergewaltigungen, schwere Körperverletzungen, Einbrüche, Diebstähle, viele Todesfälle, viele Vergewaltigungen und Todesfälle durch Schusswaffen. Katrina führte dazu, dass 1500 Menschen ihr Leben verloren. Louisiana hat eine sehr vielfältige Bevölkerung von über 4,6 Millionen Menschen. Die Todesrate durch Schusswaffen beträgt 21,1 pro 100.000 Menschen. Louisiana ist der 50. sicherste und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 31,64. 2. Alaska. Alaska hat eine hohe Rate an Gewaltverbrechen, insbesondere in ländlichen Gebieten. Alaska gehört zu den gefährlichsten Bundesstaaten zum Leben, da es hier die meisten Gewaltverbrechen, die meisten Vergewaltigungen, Raubüberfälle, schwere Körperverletzungen und Diebstähle im Land gibt, viele Todesfälle durch Alkoholismus, gefährliche Wildtiere, eine Mordrate von 8,4 pro 100.000 Einwohner sowie ein hohes Risiko für Erdbeben, Waldbrände und andere Naturkatastrophen aufweist. Alaska hat mit einem Wert von 9,79 die meisten Vergewaltigungen im Land. Alaskas Todesrate durch Schusswaffen beträgt 23 pro 100.000 Einwohner. Alaska ist im Jahr 2022 mit einem Gesamtwert von 54,52 der 16. gefährlichste Bundesstaat der USA, wird hier jedoch auf Platz 2 geführt, da es trotz einer extrem geringen Bevölkerungsdichte die meisten Todesfälle durch Schusswaffen, die meisten Raten und die meisten Gewaltverbrechen aufweist, was zu einer Verzerrung der Daten führt. Viele der Verbrechen ereignen sich in ländlichen Gebieten und die Daten für diese Gebiete werden nicht so effektiv erfasst. Drücken Sie auf die Schaltfläche Gefällt mir, um den YouTube-Algorithmus zu aktivieren. 3. Texas. Texas gehört zu den gefährlichsten Bundesstaaten zum Leben, da hier die Zahl der Gewaltverbrechen, der Todesfälle durch Schusswaffen, der Anzahl der Polizeibeamten pro 100.000 Einwohner, der Raubüberfälle, der Notfallvorsorge, der Sicherheit in Wohngebieten und der Anzahl der versicherten Einwohner hoch ist. 18,4% der Menschen haben keine Krankenversicherung.
Die Todesrate durch Schusswaffen in Texas beträgt 12,1 pro 100.000 Einwohner. Texas weist eine hohe Zahl von Tötungsdelikten von 10,3 pro 100.000 Einwohner auf. Texas ist der 47. sicherste und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 36,77. 4. Mississippi. Mississippi gehört zu den lebensgefährlichsten Bundesstaaten, da die Kriminalitätsrate hoch ist, Mordrate hoch, Einbruchsrate hoch, Verkehrssicherheit und Notfallvorsorge landesweit am schlechtesten sind, die finanzielle Sicherheit am zweitschlechtesten ist, die Zahl der Todesfälle am zweithöchsten ist, die Arbeitslosenquote über 6% hoch ist, Eigentumsdelikte wie Einbruch und Diebstahl hoch sind und das Risiko für Hurrikane und andere Naturkatastrophen hoch ist. Mississippi hat eine Todesrate durch Schusswaffen von 19,8 und eine Mordrate von 8,2 pro 100.000 Einwohner. Mississippi ist der 49. sicherste Bundesstaat und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 32,52. Drücken Sie auf die Gefällt mir Schaltfläche für den YouTube-Algorithmus. 5. Missouri. Missouri gehört zu den gefährlichsten Bundesstaaten, da hier die Gewaltkriminalität und Mordrate hoch sind, die Zahl der Vergewaltigungen, schweren Körperverletzungen, Diebstähle und Autodiebstähle hoch ist, das Risiko von Tornados und anderen Naturkatastrophen hoch ist, keine Notfallvorsorge besteht, die Einwohner nicht versichert sind und die Wohnsicherheit hoch ist. Missouri hat die zweithöchste Mordrate von 9,8 pro 100.000 Einwohner und eine Todesrate durch Schusswaffen von 18,8 pro 100.000 Einwohner. Missouri ist der 43. sicherste und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 40,25. 6. Arkansas. Arkansas ist einer der gefährlichsten Bundesstaaten zum Leben, da es dort eine hohe Anzahl an Gewaltverbrechen, Morden, Wohnsicherheit, finanzieller Sicherheit, Tornado- und anderen Naturkatastrophenrisiken, Übergriffen, Mobbingvorfällen und einer hohen Anzahl an Todesfällen durch Schusswaffen gibt. In Arkansas gibt es 8,6 Morde und 17,7 Todesfälle durch Schusswaffen pro 100.000 Einwohner. Arkansas hat die zweithöchste Anzahl an Vergewaltigungen im Land mit einer Punktzahl von 2,95. Arkansas ist der 48. sicherste und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 40,25. Drücken Sie auf die Gefällt mir Schaltfläche für den YouTube-Algorithmus. 7. Oklahoma. Oklahoma gehört zu den gefährlichsten Bundesstaaten, da hier die Zahl der Gewaltverbrechen, Morde, Vergewaltigungen, schweren Körperverletzungen, Einbrüche, Diebstähle, Autodiebstähle, Vollstreckungsbeamten pro 100.000 Einwohner, Waffentodesraten, Sicherheit am Arbeitsplatz, finanzielle Sicherheit, Notfallvorsorge und Versicherungslosen liegt. 14,3% der Einwohner haben keine Krankenversicherung. Oklahomas Waffentodesrate beträgt 19,6 pro 100.000 Einwohner und die Gesamtkriminalitätsrate 3.277 pro 100.000 Einwohner. Oklahoma hat eine der höchsten Vergewaltigungszahlen. Oklahoma ist der 45. sicherste und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 39,34. Drücken Sie auf den Gefällt mir Knopf, um den YouTube-Algorithmus zu aktivieren. 8. Montana. Montana ist einer der gefährlichsten Bundesstaaten zum Leben, da es dort eine hohe Anzahl an Gewaltverbrechen, Vergewaltigungen, schweren Körperverletzungen, Diebstählen, Polizeibeamten pro 100.000 Einwohner, Wohnsicherheit, Sicherheit am Arbeitsplatz, finanziellem Risiko und Waffentodesraten gibt. Montana hat eine der höchsten Vergewaltigungsraten im Land. In Montana gibt es 8,9 Morde und 19 Waffentote pro 100.000 Einwohner. Montana ist der 40. sicherste und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 42,16.
Abonnieren Sie, indem Sie auf mein Bildschirmfoto klicken. Wir helfen Ihnen, Ihre Erfolge zu steigern und die besten Ergebnisse im Leben zu erzielen. 9. Alabama. Alabama gehört zu den gefährlichsten Bundesstaaten, da hier die Zahl der Gewaltverbrechen, die Notfallvorsorge, die Zahl der Körperverletzungen pro Kopf, die Zahl der Tötungsdelikte, die Zahl der schweren Körperverletzungen, Einbrüche, Todesfälle durch Schusswaffen und Diebstähle hoch sind. Alabama hat die siebthöchste Mordrate von 8,3 pro 100.000 Einwohner. Alabama hat eine Todesrate durch Schusswaffen von 21,4 pro 100.000 Einwohner. Die Gesamtkriminalitätsrate in Alabama beträgt 3.185,26 pro 100.000 Einwohner. Alabama ist der 46. sicherste Bundesstaat und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 37,68. Verbessern Sie Ihr Leben. Folgen Sie uns auf Medium, um unsere Geheimnisse zu lüften. Abonnieren Sie uns auf YouTube. 10. Florida. Florida gehört zu den lebensgefährlichsten Bundesstaaten, da es hier eine hohe Anzahl an Gewaltverbrechen, Morden, Verkehrssicherheit, Notfallvorsorge, Sicherheit am Arbeitsplatz, 13,2% der Einwohner ohne Versicherungsschutz, über 6% Arbeitslosigkeit und Todesfälle durch Schusswaffen gibt. Die Todesrate durch Schusswaffen in Florida beträgt 12,6 pro 100.000 Einwohner. Florida hat mit 9,7 pro 100.000 Einwohnern die dritthöchste Anzahl an Morden. Florida ist der 44. sicherste Bundesstaat und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 39,52. Abonnieren Sie uns auf YouTube, um weitere Videos anzusehen, mit denen Sie Ihren Lebenserfolg steigern können, und sehen Sie sich weitere Videos in diesem für Sie erstellten Album an. Sie können sich auch Videos von Immobilienbesichtigungen ansehen oder meine Vlogs anschauen. 11. Tennessee. Tennessee gehört zu den gefährlichsten Bundesstaaten, da hier die Zahl der Gewaltverbrechen, Morde, Raubüberfälle, schweren Körperverletzungen, Einbrüche, Diebstähle und Wohnunsicherheit hoch ist. Tennessee hat 11,5 Morde pro 100.000 Einwohner und gehört damit zu den Bundesstaaten mit der höchsten Mordrate des Landes. Die Todesrate durch Schusswaffen beträgt in Tennessee 17 pro 100.000 Einwohner. Tennessee ist der 41. sicherste Bundesstaat und damit einer der gefährlichsten Bundesstaaten der USA im Jahr 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 41,34. Drücken Sie auf die Gefällt mir Schaltfläche, um den YouTube-Algorithmus zu aktivieren. 12. New Mexico. New Mexico gehört zu den gefährlichsten Bundesstaaten zum Leben, da es hier eine hohe Gewaltkriminalitätsrate, eine hohe Anzahl an Morden, die höchste Anzahl an Vergewaltigungen, Raubüberfällen, schwerer Körperverletzung, Einbrüchen, Diebstählen, Kraftfahrzeugdiebstählen, eine hohe Anzahl an Polizeibeamten pro 100.000 Einwohner sowie ein hohes Risiko für Waldbrände und andere Naturkatastrophen sowie andere Verbrechen gibt. New Mexicos Todesrate durch Schusswaffen beträgt 18,2 pro 100.000 Einwohner. New Mexico ist 2022 mit einer Gesamtpunktzahl von 49,92 der 25. gefährlichste Bundesstaat der USA, wird aber in der Verbraucherschutzbehörde hauptsächlich aufgrund der hohen Anzahl an Morden, Vergewaltigungen und schwerer Körperverletzung unter den Top 3 geführt. Drücken Sie auf die Gefällt mir Schaltfläche, um den YouTube-Algorithmus zu aktivieren. Sichere Bundesstaaten sind am besten für Familien. Obwohl die Entscheidung, wo man leben möchte, sehr kompliziert ist, sollten Sie sich diese Analyse ansehen, bevor Sie entscheiden, wo Sie zu Hause sein möchten, wenn Sie Kinder haben. Kriminalität und Naturkatastrophen können Ihre Lebensqualität, Ihr Glück, Ihre Risiken oder Ihre allgemeine Sicherheit stark beeinträchtigen. Die Gesellschaft sollte danach streben, Kriminalität überall zu bekämpfen. Für das moderne Jahr 2023, in dem Forensik, GPS und Kameraaufnahmen alltäglich sind, sollten wir alle viel sicherer sein.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir alle mehr tun können, um die Statistiken zu unseren Gunsten zu verfälschen, indem wir Sicherheitsausrüstung in unseren Häusern und Fahrzeugen anbringen. Wir können sicherere Türen einbauen, CO2- und CO-Detektoren in unseren Häusern warten, sicherere Autos kaufen, Kameras installieren, Sicherheitssysteme warten, personalisierte GPS-Tracking-Geräte in unseren Fahrzeugen und Telefonen installieren sowie Versicherungen für Autos, Besitztümer und Häuser abschließen. Die größte Entscheidung, die Sie treffen können, ist die Wahl eines sicheren Wohnorts. Denken Sie unbedingt daran, in welchem Bundesstaat Sie leben und welche Kriminalitäts- und Sicherheitsprobleme dort statistisch gesehen auftreten. Erwägen Sie einen Umzug an einen sichereren Ort, aber wenn Sie nicht umziehen, wissen Sie, was Sie in Ihrem Heimatstaat ertragen müssen. Kennen Sie die Risiken? Kennen Sie die Verbrechen? Wissen Sie, was Sie tun können, um Ihrer Familie ein sichereres Leben zu ermöglichen, und ergreifen Sie Maßnahmen, um Ihre Risiken zu verringern. Sie können sich jederzeit an Ihren örtlichen Immobilienmakler wenden, um weitere Informationen speziell für Ihre Region zu erhalten. Bitte liken, teilen, abonnieren und kommentieren Sie unten, um diesen Kanal zu unterstützen und mir zu helfen, erfolgreich zu sein, damit ich mehr für Sie posten kann. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Bis bald beim nächsten Mal. Klicken Sie auf die Bilder auf dem Bildschirm, um sich anzumelden und weitere Videos anzusehen.